Einen wunderschönen guten Morgen aus Alanya. Ja, heute ist das Wetter so lala. Da ist es ein bisschen bewölkt. Da unten ist es schön. In meinem heutigen Video wird es darum gehen, was gibt es hier in den Supermärkten. Ich habe ja schon mal in einem Video gesagt, ich finde das total spannend, rauszufinden. Also ich finde, ein Land lernt man eigentlich immer über so Supermärkte, über das Essen kennen. Und viele denken ja immer noch irgendwie, dass man hier teilweise nur die Sachen irgendwie auf einem Bazar bekommt. Das stimmt aber gar nicht. Und ich zeige euch mal heute, wo ich meistens einkaufen gehe, was ich meistens einkaufen gehe und ja, wo ich die Sachen bekomme. Deswegen bleibt dran und ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ihr dürft gerne dann auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie viel dasselbe oder ähnliche Produkt in Deutschland kosten würde, weil ich war seit 2,5 Jahren nicht mehr in Deutschland und bin deswegen sehr gespannt, was ihr so sagt. So, ich stehe jetzt vor einem der Supermärkte, nämlich den Aarhus Bier. Der ist ein bisschen größer wie BIM und Schock. Der hat vor allem einen Kellerabteil, wo es manchmal noch andere Sachen zu kaufen gibt, die es sonst so nicht gibt. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir da einfach mal rein, was es hier überhaupt so gibt. Ja, wie überall auch. Heute ist übrigens türkischer Feiertag, heute ist der 30. August. Gibt es hier auf jeden Fall überall auch so Angebote, die kann man auch online angucken. Und die meisten sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Ja, hier gibt es Brot, da gibt es riesige Wassermelonen. Ja, hier ist ein bisschen Obst und Gemüse, Tee, Kaffee. Also zum Beispiel hier Tee 119. Ah, das ist schon krass hier, ne? Das ist noch nicht mal 50 Cent hier, was das hier kostet. Ja, dann gibt es halt hier immer so Snacks. Nüsse. Die finde ich immer super. Das sind Leblebis, Kichererbsen. Die haben auch richtig gute Werte. Also für die Leute, die auf den Zucker aufpassen müssen, die sind richtig gut und das ist eine gute Proteinquelle. Ansonsten Pistazien, ja Nüsse, seht ihr, ist relativ teuer. Aber alles andere, so Süßzeug, ist immer sehr, sehr günstig. Ja, hier gibt es so Getränke. Das schmeckt sehr gut. Das ist mit dieser Maulbeere. Das ist richtig lecker. Hat auch nicht so viel Zucker drinnen. Oh, und seht ihr, das hier zum Beispiel ist schon zuckerfrei. Gibt es für, wow, 20 Lira. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das, ich glaube, das ist der Flaschenpreis. Und das ist quasi 6 Flaschen. Also so sind die meisten Supermärkte eigentlich wie Schock und BIM auch aufgebaut. Kühlabteilung. Ist halt so Joghurt. Ja, so was man halt kennt. Ne? Ayran. Und Käse. Also das sind halt wirklich nur die türkischen Sorten. Die internationalen Produkte findet man natürlich dann eher im Migros. Fleisch, Wurst. Ich finde, diese Salami hat eine ganz lustige Farbe. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt essen. Ansonsten ja, hier Öle. So, und dann gehen wir mal hier runter.
Ja, hier unten seht ihr, da sind schon andere Preise. Und das finde ich auch mal immer ganz interessant, dass man hier einfach mal so ein bisschen rumkruschen kann. Hier so ein paar Gläser. Ich würde ja gerne echt türkische so Teegläser, so ein Teeset kaufen wollen, weil ich demnächst ja wegfliege. Dazu werde ich auch noch ein Video machen. Da könnt ihr dann mal raten, wohin es geht. Ja, und das würde ich gerne als kleines Mitbringsel mitbringen, aber ich weiß nicht, ob es halten würde. Ja, und hier sind zum Beispiel auch so Blöcke, Malzeug, Büroutensilien, auch für Kinder. Auch übrigens für Leute, die vielleicht ihre Türkischkenntnisse aufbessern wollen. Kinderbücher sind echt super. Übrigens, weil ich es gerade gesehen habe, für die Damen, wenn man zum Beispiel OBs oder sowas haben möchte oder so Panties, die gibt es dann eher beim Rossmann oder auch beim Migros oder in der Apotheke. Die sind halt ein bisschen teurer und hier gibt es halt dann nur andere Sachen. Sowas hier, ne? Oh, und Leute, absoluter Gamechanger. Diese langen Feuchttücher. Also wer hier nach Alanya kommt, sollte sich auf jeden Fall einen Swiffer zulegen, weil hier ist so viel Feinstaub, egal wo man ist, dass ihr eigentlich jeden Tag mit so einem Swiffer durchgehen könnt. Und dafür sind diese Feuchttücher echt perfekt. Übrigens, ich habe ja gesagt, es ist Feiertag und trotzdem haben alle Läden offen. Das ist richtig krass. Die Läden haben hier auch sonntags offen. Also egal was ist, natürlich Apotheken haben mit sonntags nicht offen, aber da gibt's immer, da kannst du online gucken, welche Apotheke hier in der Gegend offen hat. Und also du kriegst alles. Das ist absoluter Wahnsinn. Also da bin ich wirklich sehr schwer begeistert. Und ich muss was revidieren. Ich habe mal gesagt, es gibt hier keine Flohsamenschalen. Doch, die gibt es schon. Die könnt ihr online bestellen. Also einfach über Hepsiburada, Trendyol, also was der Kuckuck was, das könnt ihr alles hier bestellen. Ihr zahlt halt natürlich ein bisschen mehr, aber kannst du alles haben. Schaut mal her, Leute. Das ist mein Jutebeutel. Den habe ich noch in München auf am Viktualienmarkt gekauft, so ein bisschen Heimat. Der kommt natürlich immer mit zum Shoppen. Und jetzt war ich gerade so richtig deutsch. Eigentlich wollte ich beim 101 wirklich nur das abfilmen und ich habe mich echt geschämt, dass ich da mit leeren Händen rausgehe. Deswegen habe ich mal Zewa, provisorisch Zewa gekauft. Ja, jetzt sind wir hier beim Rossmann. Es ist echt schön kühl. Und hier seht ihr zum Beispiel wirklich die deutschen Produkte, Isana, also alle internationalen Produkte, aber hier, das ist ja deutsch, da steht sogar auf Deutsch da. Das Produkt werde ich mal raussuchen und dann euch mal einen Preisvergleich hinschreiben. Ja, also klassischer Rossmann halt, ne? Ich muss ja sagen, ich war ja eigentlich immer ein DM-Fan und der fehlt mir so ein bisschen. Auch mit den ganzen Bioprodukten und so, das finde ich mal toll. Ja, hier so Augenpads und so weiter. Ganz viel Beauty-Produkte. Also die Nagellacks sind hier echt relativ günstig. Gerade wenn du hier diese Rossmann-Card hast, zahlst du 50 statt 84. Ja, das meine ich. Da gibt es die Stöpsel. Ja, hier noch so eine kleine Reiseecke. Also die haben hier echt alles. Den habe ich mal gekauft, der ist super. Das ist echt toll. Auch dieser Fensterreiniger finde ich auch super. Und gerade was auch so Fleckenentferner und so anbelangt, hole ich eigentlich alles immer hier.
auch wenn es ein bisschen teurer ist, habe ich das Gefühl, aber das besorge ich immer hier. Ja, und übrigens, weil ich vorher vom Swiffer gesprochen habe, da könnt ihr auch diese Tücher einklemmen. Das ist echt praktisch. Ja, hier eine Babyabteilung. Hier hole ich mir eigentlich immer meine kleinen Mini-Reiswaffeln. Die finde ich echt lecker. Ja, die haben auch echt richtig gute Werte hier. Ich liebe das. Bin ja noch ein Kind. Ja, und hier gibt es so ein paar Tierprodukte. Genau. Hier ist wie so, ja, so eine Chibo-Welt, würde ich mal behaupten. Das ist auch so krass. Hier gibt es schon so Proteinwaffeln aus Linsen, aber die sind natürlich ein bisschen teurer, ne? Aber ansonsten Proteinriegel, alles da. Ich muss echt mal gucken, was ein Proteinriegel in Deutschland kostet. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe eigentlich immer die von ESN bestellt. Und ich glaube, da kostet ein Riegel mittlerweile, wenn du die im Einzelhandel kaufst, 2,69 € oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Die nehme ich jetzt mit. Ich schäme mich ja immer wieder wirklich, wenn ich in so einen Laden reingehe oder nichts kaufe. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade online geguckt, diese kleinen Mini-Reiswaffeln, die sind echt richtig gut. Gerade wenn man noch Hunger hat. Es ist jetzt hier 1:30. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Und ich habe gerade geguckt, die kosten bei DM 1,15 € und hier 75 Lira. Also das sind zurzeit 1,50 €, schon ein bisschen mehr. Also es ist schon teurer, aber hey, das mache ich nicht oft, deswegen absolut in Ordnung. Da gibt es zum Beispiel auch immer diese kleinen Supermarkets. Da kriegst du halt meistens so Snacks und Getränke, kühle Getränke, gerade wenn man mal unterwegs ist und das Ganze dann vielleicht auch nicht an der Tankstelle kaufen möchte. Wobei, da nehmen sich die Preise nicht sonderlich viel. Also auch zu einem Supermarkt nehmen sich die Preise jetzt nicht sonderlich viel. Also zum Beispiel hier kostet jetzt mal eine Cola 60 Lira und im Migros, glaube ich, sind das zwischen 40 und 50 Lira. Also wirklich so 20 Cent Unterschied. So, jetzt gehe ich mal in den Schock rein. Es ist so ähnlich wie Penny, würde ich sagen. Und da hole ich jetzt meine Proteinmilch. Also hier seht ihr, es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Ich finde es cooler, dass das hier alles, das ganze Obst und Gemüse auf jeden Fall gekühlt ist. Ja, hier gibt es auch wieder Getränke und ich sehe gerade, schaut mal, das ist eine neue Fanta. Hat auch nur 7 Kalorien und kostet weniger als 1 €. Und hier ist noch nicht mal Pfand drauf, ne? Also finde ich auch krass. Da. Und das ist ein Zeichen. Zucker kostet mehr wie ohne Zucker. Merkt euch das. Ja, ich glaube, Nüsse sind einfach in jedem Land der Welt teuer. Also, das ist schon krass. Ich muss gleich mal gucken, was Nüsse in Deutschland kosten. Das schreibe ich euch hier gleich mal rein. Hier zum Beispiel gesalzene, ich nehme die Mandeln. Die Mandeln sind immer gut. Gesalzene Mandeln, 84. Genau, da werde ich euch gleich mal hier ein Bild dazu verlinken. Mandeln zum Beispiel vom Lidl in Deutschland. Bin ich mal gespannt. Ja, dann hier ist es so wie überall anders auch aufgebaut. Das ist halt schon krass, ne? Du kriegst hier verschiedene Nudeln. Einfach für knapp 25 Cent oder 20 oder so. Oh, ich bin schlecht im Kopfrechnen, ich sag's euch. Krass. Mais und Reis. Hier, aber kostet gleich mal, ne? Ja. Hier, die haben nur Schoko, aber ich finde Schoko hier ist echt mit der Beste. Und
hat auch echt gute Werte. Finde ich richtig cool. Hier ist auch Preissenkung. Die kosten normalerweise im Migros, weil ich gestern erst, glaube ich, welche gekauft habe oder vorgestern, haben die, glaube ich, 60 gekostet. Genau, so viel dazu. Ja, ich persönlich gehe eigentlich viel lieber in BIM wie in Schock. Ich glaube auch nur deswegen, weil ich einfach die Kassiererin sympathischer finde, wie im Schock. Aber ansonsten nimmt sich das nicht viel. Also normalerweise kaufe ich dann immer im BIM mein Spezi. So, und jetzt sind wir im Migros. Also ihr seht, hier ist auch Obst und Gemüse. Ja. Das sind halt schon mal ganz andere Preise hier, ne? Hier ist eine frische Fischabteilung. Und das hier zum Beispiel sind internationale Produkte. Aber ihr seht hier die Preise, ne? 750 für 100 Gramm Prosciutto. Ja, das ist schon krass. Ich bin froh, dass ich nie ein Schweineesser war. Wobei so ein Schnitzel geht schon mal, oder? Sondern, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt braucht, aber wer es braucht, das gibt's hier. Ja, und hier gibt es auch diese Sachen hier, die fand ich ja immer toll auf Hawaii. Sind auch echt teuer, habe ich noch nicht probiert. Aber diese Onigiri finde ich richtig lecker. Eiscreme. Hier von Alpro 199. In Deutschland blende ich euch mal den Preis ein. Da würde ich euch aber empfehlen, fahrt immer zur Metro und holt euch ein zum Beispiel 12er Backerl. Gibt es Mandelmilch auf jeden Fall viel, viel günstiger. Ja, Organik. Hier ein bisschen Wurst und ja, Würstel. Die haben ja zum Beispiel richtig gute Hühnchenwurst, Frankfurter sogar. Schmeckt echt nicht schlecht. Und jetzt, guck mal, jetzt ärgere ich mich gerade, weil im Schock habe ich 57 gezahlt oder 58 und hier kostet es jetzt mit dieser Migros-Card 55. Also man muss immer gucken. Mann, Mann, Mann. Ja, hier richtig gutes Nussmus. Ich bin jetzt nicht so der Nussmus-Fan. Vor allem, wenn ich, glaube ich, einmal anfangen würde das nicht lange halten. Das ist schon auch krass, gell? Kilo Tomatenpreis 15 Lira und hier Kilo Paprikapreis 25. Heftig. Ja, hier gibt es so andere türkische Süßigkeiten. Und guck mal, die haben sogar hier Haribo. Ist natürlich alles nicht mit Schweinegelatine. Ja, deswegen, da würde ich mir persönlich immer ein bisschen mehr Veggie-Varianten wünschen. Aber es gibt schon die eine oder andere. Also, wobei ich esse jetzt auch nicht so viel Haribo. Ja, hier gibt es so Turnschuh. Ansonsten, Leute, bester Abwasserreiniger. Hier einfach so einen stinknormalen weißen Essig benutzen. Richtig gut. Jetzt bin ich gespannt, was die Haferflocken hier kosten. Ah, seht ihr? Hätte ich schon wieder gespart. Hier gibt es auch eine Babyabteilung. Das wusste ich, aber leider nicht meine geliebten kleinen Reiswaffeln. Ja, hier hinten gibt es so ein bisschen Putzzeug. Und auch noch mal so andere Sachen. Finde ich auch richtig cool. Für jeden ist so ein bisschen was dabei.
Ja, Tiernahrung ist hier relativ teuer. Also gerade wenn man hier mal so wirklich so dieses Pedigree und so anschaut, 129, das ist schon echt heftig. Ansonsten der eine oder andere wird jetzt bestimmt wissen, wo ich hinstiefeln werde. Mein Monster. Oh, ich liebe das Orangene. Das ist super. Love it. Ansonsten kannst du hier halt auch Alkohol kaufen. Alkohol ist hier halt auch relativ teuer im Vergleich jetzt zu Deutschland. Aber hier nochmal Nüsse. Hast du hier auch nochmal. Also es gibt echt unfassbar viel Auswahl, sodass ich jetzt gar nicht so ehrlicherweise sagen könnte, mir fehlt jetzt hier irgendwas. Also gibt echt alles. Schärfe. Ja, ansonsten, das war ein sehr, sehr kurzer Einblick. Also ich muss sagen, das Einzige, wirklich, was mir vielleicht ab und zu mal abgehen würde, wäre jetzt hier mal irgendwie so ein Leitkäse oder sowas, was ich zum Beispiel beim Lidl ganz gerne gekauft habe. So ein Tilsiter oder ein Gouda, wobei kannst du auch, haben wir ja letztens auch gesehen, kannst du am Bazar auch kaufen. Auch ein Quark, einen guten Topfen kriegst du auch mittlerweile richtig, also richtig gut, der schmeckt richtig, richtig lecker. Den bekommst du auch. Aber ansonsten so Sachen, also ich weiß nicht, ich war jetzt auch nie der Weißwurstesser oder so. Das hast halt einmal zur Oktoberfestzeit gemacht und dann war auch wieder gut. Aber ansonsten, ich war jetzt nie irgendwie der große Schweinefleischesser oder sonst irgendwas. Aber selbst wenn man darauf mal Lust hätte, selbst dann gibt es diese Optionen. Mittlerweile führen die auch super viele vegane Produkte ein, wobei ich gar nicht weiß, ob jetzt diese Ersatzprodukte so viel besser sind, wie jetzt auf natürliche Lebensmittel einfach umzusteigen. Weil ich sagen muss, mal so ein Sojaschnitzel oder so, die waren schon sehr lecker, also die waren schon richtig, richtig gut damals. Aber auch hier, es gibt immer mehr Veggie-Varianten, Soja-Varianten. Soja ist jetzt auch nicht super toll, ich weiß das, aber einfach mal die Option zu haben, ist halt einfach toll. Ansonsten, ich bin eigentlich sehr simpel, ich begnüge mich, ich könnte einen Monat lang Eier und Reiswaffeln essen, ohne dass mir langweilig wird. Ansonsten, solange ich hier mein Monster in der Hand habe, ist alles gut. Und ja, wem das Video gefallen hat, einfach so ein bisschen Grocery Shopping in Alanya oder in der Türkei, weil diese Produkte findest du überall in der gesamten Türkei. Vielleicht jetzt nicht unbedingt diese Vielfalt an Obst und Gemüse, aber auf jeden Fall, wem das gefallen hat, darf dem Video gerne ein Like geben. Vergesst nicht zu abonnieren und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, in 2 Wochen geht es dann schon für mich los. Auch dazu werde ich ein Video machen und bleibt auf jeden Fall gespannt. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.